So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus. Heute lade ich euch ein, diese schöne Konstruktion, diese schönen zwei Figurenbausätze sowie hier die P47N in einem Advanced Kit in der Edition, dass wir uns das Ganze einmal angucken. Da sind ein paar schöne, nette Überraschungen bei. Hier auch die Figuren, die hat es in der einen so Form so noch gar nicht gegeben, die anderen auch. Also wirklich mal was wirklich Neues, Nettes, keine Special Edition oder so, wo da was dazu addiert worden ist. Da dürfen wir uns auf jeden Fall freuen. So, wir fangen mal mit den Tank Riders an. So, was sind die hier? Die hören auf den Namen 53045 im Maßstab 1:35 US Tank Riders Winter 1944 bis 1945. Wir haben 4 Figuren, 7 Spritzlinge, die da enthalten sind. Eine Anleitung im eigentlichen Sinne gibt es nicht, aber die Figuren, die sind hier alle nochmal durchnummeriert. Lustigerweise von A, B, dann E, C und D scheint wohl ausgegangen zu sein. Vielleicht war auch mehr geplant als ursprünglich jetzt geliefert, bis dann hier F. Das sind die Bauteile-Nummern. Hier haben wir die Farben angegeben und die Farbliste, die finden wir hier unter und wie immer aus dem Hause Mini Art haben wir Vallejo, Mr. Color, die C-Farben, AK Real Colors, Mission Models, Atom, Armor of Mictamia und auch nochmal die Beschreibung. Vorne kann man das Ganze auch nochmal als Serviervorschlag praktisch sehen. Die sollten auf Shermans, auf M8 und auf sonstigen Fahrzeugen auch passen. So, sind für euch, wenn ihr die kauft und bekommt, noch in Folie eingepackt. Hier habe ich das Ganze mal für euch erleichtert. Und dann fangen wir mal mit dem Ideal-Standard-Spritzling an, nämlich mit dem Zubehör. Da haben wir hier die persönliche Ausrüstung, da haben wir hier Grabewerkzeug, Helme ohne Bezug, wie man schön sehen kann, also die nackigen Helme. So, dann hier sind die Spaten dazu, dann Helme mit Bezug, mit diesem Netz dazu. Dann sind hier die Spaten nochmal eingepackt. Wir haben hier Eierhandgranaten, Flaschen, Bajonett, die Messer, nochmal so die Labeflaschen kann man schön sehen. Das ist hier die Rückseite, sogar mit dem Innenleben der Helme. Also man könnte die dann auch rein theoretisch andersrum hinlegen. Also das ist schon mal eine schöne Sache, gerade für Dioramen oder so. Und dann folgen hier die erste Figur. So, ein bisschen Grad ist dran, wie man unschwer erkennen kann. Das sollte aber kein Problem sein, dann dem Herr zu werden. Da haben wir hier einmal genau mit der typischen Mütze, wo dann der Helm gerne drüber getragen worden ist. Und damit das einfach nochmal ein bisschen wärmer ist. So, da sind dann hier die einzelnen Bauteile. Rückseite ist so. Uniform kundlich. Passt das soweit? Alles soweit in Ordnung. Dann habe ich hier 2 Spritzlinge, die sich mit Waffen beschäftigen. Die sind beide gleich, M1 und in den Carabine. Dann haben wir hier nochmal die kleinere Version davon. Da weiß ich gerade gar nicht, wie die heißen. Munition haben wir hier an Bauteile, Slide-Mold hergestellte Bauteile, das heißt, dass wir die von oben und unten auch detailliert vorfinden, also eine schöne Sache. Zweimal ist dieser Spritzling enthalten. Große Maschinengewehre oder weitere Sachen finden wir nicht. Dann kommt die Figur Nummer 2. Alle schön mit diesem Mantel, der ja vor der bitterbösen Kälte schützen sollte. Auch hier haben wir ein bisschen ja, den Flash, aber es ist zum Glück kein Versatz oder so drin. Und auch diese Sachen, das lässt sich absolut, da kann man das schön sehen. Da haben wir das hier ein bisschen, da geht er ein bisschen bei und dann ist das gut. Ein bisschen nacharbeiten würde ich bei Kunststofffiguren wie so immer so machen. Ist ja klar, ihr habt 2 Formen, die aneinander und das ist ja wirklich klein. Also ich habe noch Bausätze zu Hause. Ja, da kann man aus dem Formversatz oder aus den Formen kann man ja schon fast ein zweites Modell bauen. Insofern ist das hier ja schon fast ein Luxusproblem. Aber es ist ja doch ein ganz kleines Problem oder eine Sache, die man auf jeden Fall nacharbeiten sollte. Und das finde ich immer richtig und wichtig, dass man das dementsprechend auch dann erwähnt. So Nebenkriegssachen, die eigentlich für uns gar nicht wichtig sind, das sind dann so eine Sachen hier, das ist von der Produktion irgendwelche Rückstände, das macht aber gar nichts. Wichtig sind, wie gesagt, diese Bauteile, dass die Details dazu sehen sind. Ich biege das jetzt einfach mal hoch. So, und immer dran denken, der Kunststoff von Mini Art ist relativ brüchig, also schneidet da nicht ganz oder kneift das ganz an
eigentlichen Bauteil ab, sondern lasst da so einen kleinen Platz, nicht, dass das in das eigentliche Bauteil reingeht, wäre mal ein bisschen ärgerlich. So, die letzte Figur hier, das ist der Kollege, der sich da so wunderbar die Kapuze zugezogen hat. Sehr schön dargestellt übrigens, habe ich so auch noch nicht gesehen, beziehungsweise kann mich da auch nicht so dran erinnern. Aber andererseits, ich glaube, wir haben jetzt 1700 Videos oder so in Gänze gemacht und mit allem drum und dran, sich da an jeden Bausatz, an jedes Original, an jede Uniform oder so zu erinnern. Ja, nee, Leute, gar keine Chance. Gut, dann packe ich das mal eben kurz rein, ein bisschen Platz. Ja, das ist so typisch, ne? Also Murphys Gesetz, man hat es ein bisschen eilig, dann verknödelt sich das hier drin und geht nicht rein und ist da rumzickig. Naja. So, dann das zweite Set beschäftigt sich auch mit Amerikanern, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar haben wir die US Repairman hier unter der Nummer 53047. 6 Spritzlinge, Ätzteilplatine ist mit dabei und ein paar Nassschiebelbilder. 10,95 €, knaller Preis, wie ich finde. Die vorhin gezeigten Figuren, ich hoffe, dass ich es erzählt habe, die sind für insgesamt 14,95 € zu erhalten. Und diese ganze Szenerie, die ist hier tatsächlich alles mit dabei. Das heißt, wir haben den Jerrycan, wir haben das Werkzeug, hier die Sprit- und Ölbehälter, dann hier die Kistchen und die Sachen. Die Luftpumpe ist auch mit dabei. Und auch hier wieder haben wir die Bedienungs- und Bau- und Bemalanleitung, alles hier. Das ist echt interessant. B. Dann ist hier D und hier ist E. C wurde wohl weggelassen und das ist hier das Zubehör und da können wir auch nochmal die Farben sehen, gleiche Farbhersteller. Also das ist immer synchron aufgebaut und ich habe hier, genau, da ist nochmal eine kleine Anleitung, und zwar nicht für die eigentlichen Figuren, wohl aber für das Zubehör, was ja auch schon in einigen Sets angeboten worden ist. Wie gesagt, da kriegt man gleich die Sachen für eine Szenerie mit. Und das gefällt mir einfach so schön bei Mini Art. Da sind Leute, die machen selber Modellbau, so die wissen, dass ich nicht da noch Fässer dazu kaufen muss, Werkzeug, dies, das, jenes, sondern ihr kriegt das einfach hier drin und das für unter 11 €. Ich meine ganz ehrlich, Leute, knaller Preis. Die Figuren, ihr wisst ja, was Resin-Figuren kosten und wenn ich das dann sehe, also 1 mit Sternchen und Schmackes. Dann wollen wir uns das Ganze mal angucken. Jetzt habe ich ja hier so schön viel gelobt und da kann man das mal wieder schön sehen. Ich erzähle es für die Leute, die es noch nicht wissen. Mini Art macht immer relativ kleine Form und das kann man immer schön sehen, wenn Sachen zusammengefügt werden aus anderen, vielleicht schon vorhandenen Sets oder Figuren, dass das hier dann jeweils dann zusammengefügt wird. So, dann wollen wir uns mal den Luftpumpensoldaten hier angucken, den wir hier schön haben. Eigentlich müsste der noch richtig dicke Backen machen, dann, dass er die Luft da pumpt in den Reifen, was auch immer. Und da ist der andere Kamerad, der gerade hier mit dem Spritkanister, dem 20 Liter Spritkanister, die sind ganz schön schwer. Der eigentliche Kanister wiegt ja schon 2-3 Kilo. Und dann auch noch dazu das Benzin, wenn man das nicht jeden Tag geübt ist oder so. Das sind ja 23 Kilo, die man da so locker flockig rumstemmt. Das muss man auch, wenn man das den ganzen Tag macht. Tigerbesatzung, da muss ich gerade dran denken. Meist wurde das ja in diesen 20 Liter Kanistern dann die Fahrzeuge mit betankt. Na, Prost, Mahlzeit. So, dann kommen wir zu den beiden Spritfässern. Die haben wir hier. Auch hier sehr schön zu sehen. Da können die schön zusammengefügt werden. Wir haben sozusagen dann Produktions- und Aufbauhilfen mit dabei. Dann haben wir hier den Deckel dafür, unten und oben. Und auch gleich die Fördermöglichkeiten. Also auch daran wurde gedacht. Richtig schöne Sache und das ist das, was ich gesagt habe. Die Leute denken einfach mit von Mini Art. Die fügen dann passendes Set. Auch guckt euch mal hier die Mütze. Super typisch für die Zeit. Der passt auch so nach Vietnam. Und auch die Klamotten, die Uniform. Das ist eine richtig schöne, runde Sache. Und das Ding ist ja universell einsetzbar. Wo der hier das Radkreuz hat, das könnt ihr an Jeep setzen, ihr könnt das an eine Laufrolle setzen, hier Moped macht der steht gerade rum, vielleicht raucht der, wäre vielleicht nicht besser, die entzündlichen Gase und. Also die Möglichkeiten sind gar vielfältig und auch hier die Werkzeugkisten, die man offen und geschlossen darstellen kann. Es ist sogar ein Inhalt angedeutet, also wirklich richtig toll. Ich erinnere mich noch an das Maintenance Set von Tamiya, was ja gar nicht so schlecht war, aber wenn ich das hier vergleiche, da war der Werkzeugkasten und nichts drin.
Ne? Musste man dann selber kaufen. Da gab es so ein Plusmodell oder Verlinden war das, glaube ich, fotogeätzte Werkzeuge. Die mögen zwar maßstäblich gewesen sein, aber wenn die irgendwie mal mit der Pinzette weggeschossen werden sein sollten, dann waren die auch dann weg. So, und das Kleine zu bemalen und hin und her, naja, nicht so der Knaller. Also da hat man sich wirklich in dem Laufe der Jahre entwickelt, was natürlich aber auch nicht heißen soll, bevor sich jetzt hier wieder jemand auf den Schlips getreten fühlt, dass das damals schlecht war. Aber diese Sachen sind jetzt einfach nochmal besser. Da hat man das mitgenommen, man hat daraus gelernt und das dementsprechend besser gemacht. Hier sind dann auch nochmal ein paar Werkzeuge, ein paar kleine Schlüssel. Und hier haben wir den großen Vorteil, dass diese Foto-Ads-Teile, ich zeige es nochmal in der Kleinkamera, die sind hier mit 2 Folien versehen. So, links und rechts, da haben wir jeweils die Folie. Ihr nehmt eine Seite weg, ein scharfes Messer, knipst das raus oder bemalt das erst und knipst das dann raus. So, und dann bleibt das nämlich da drin und dann könnt ihr das ganz vorsichtig mit der Pinzette rausnehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass das lustig durch die Gegend fliegt oder irgendwo wegkommt oder so, ist einfach wesentlich geringer. Und das ist einfach das, was mir so schön an diesem Hersteller, an diesen neuen Fertigungsprozessen gut gefällt. Genauso wie hier die Nassschiebebilder. Auch das konnte man früher alles separat kaufen. Hier habt ihr alles drin und das für 10,95 €, Leute. Ganz ehrlich, da muss man sich überhaupt keine Gedanken drum machen, ob man jetzt hier zu viel oder zu wenig ausgibt oder was auch immer. Also macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Und Figuren, kleine Dioramszene und so, das kommt immer rüber und verzweifelt auch nicht oder fühlt euch irgendwie schlecht oder so, wenn das jetzt nicht so aussieht wie bei Jimenez oder so. Habt Spaß am Modellbau, baut was Schönes, gestaltet was mit eurer eigenen Hände, Arbeit und das ist das einfach, was das Ganze dann so Spaß macht. So, jetzt kommen wir zu einer P47N-1RE Thunderbolt in einer Advanced Kit-Version. Das bedeutet, dieses Advanced Kit, dass wir nochmal mehr Zubehör haben, wir haben noch mehr Deckelversion, wir haben Ätzteile, die dabei sind und so weiter. Ich lese das Ganze mal vor. 48062, 20 Spritzlinge sind enthalten, Ätzteile sind dabei, Klarsichtteile sind dabei, 3 verschiedene Reifentypen und Sorten, 3 Deckelvarianten und das Ganze spiegelt sich halt als dieses Advents-Kit. Wie man sieht, das sieht so ein bisschen nach Pacific Theater aus, also nach dem Pazifik, nach dem asiatischen Kampfraum. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt muss ich das mal umdrehen. Was haben wir hier? Leshima, wo auch immer das ist. Flown by First Lieutenant Dune Dürschmidt und Lieutenant D.K. Brunner. So, und dann haben wir das hier nochmal, Leshima. Ihr könnt ja gerne mal nachgucken, was Leshima ist. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, aber ihr werdet mir das sicherlich sagen können. So, in Silber gehalten mit einigen interessanten Varianten hier am Heck jeweils und, ich mag ja, ne? Nose Arts sind immer eine schöne Sache. Dann kommen wir in Bunt und in Farbe gehalten zu der Teilübersicht. Die Piktogramme finden wir hier. Da gibt es auf jeden Fall ganz viel zu sehen und dann geht das schon los. Und das sind nämlich die Sachen, die das Ganze unterscheiden. Das sind die Basissachen, die halt in dem Basic-Kit sind. Da ist das Ganze angegossen. Da sind die Gurte halt nicht flexibel, könnt ihr da nichts von machen. Und hier in den Advanced-Kit, also in der fortgeschrittenen Version, so heißt das nämlich, da sind das aus Ätzteilen, da haben wir hier noch mehr Teils und hier ist noch mal was und hier ist noch mal was und. Und so setzt sich das halt beim ganzen Bau fort. Da mit den Reifen zum Beispiel, da haben wir ja verschiedene. Dann der Motor, der hier super billig dran ist. Und auch hier sehen wir das wieder, Advanced Assembly of Engine. Also der fortgeschrittenen Bau der Maschine bzw. des Motors schön zu sehen. Und alleine das ist ja schon Bausatz im Bausatz. Ich weiß gar nicht, ob man das bei der P47 groß sehen kann. Es wäre fast schade, das Ganze nicht dementsprechend zu würdigen. Ja, ich glaube, da ist nur vorne das zu sehen mit den Zylindern für die Luftkühlung. Ansonsten ist da das meiste dann weg. Also Wartungsszenen, very welcome hier, würde ich mal so sagen. Steht auch nochmal Closed Hood Variant, also mit den Wartungsklappen geschlossen und dann hier Open Hood Variant, also kann man das Ganze schön sehen. So, sollte sich jemand lustig machen über mein Englisch, man kann es verstehen, ich habe bis jetzt da keine Probleme gehabt und ja, dass ich glaube, einen deutschen Hintergrund habe, das hört man doch ein bisschen raus. Lustigerweise
ja, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte und gerade der eine hier, den ich vorhin genannt habe, der Mick, der sagt ja, das hört sich immer an, als ob wir gleich die nächste Invasion planen. Höchstens modellbautechnisch ab, sonst auch nicht mehr. Gut, jetzt sind wir soweit. Denke ich mal, da sollten keine Fragen offen sein. Es ist wirklich mit das was Größte, was ihr an Hightech tatsächlich dieser Tage kriegen könnt. Diese Bausätze von Mini-Art, von der Detaillierung. Ihr seht das gleich auch nochmal, wenn ich die Plastikteile zeige. Also es ist wirklich richtig, richtig heißer Scheiß. Zusatzbeladung, die haben wir hier und da haben wir richtig reichlich und viel. Bevor wir dann zu den technischen Hinweisen kommen, die wir hier finden, und natürlich die Bemalung, da haben wir wieder die Farbkarten Vallejo, Mr. Hobby, AK Real Colors, Mission Models, Armor of Mick, Tamiya und die dritte und letzte Farbvariante, bevor wir ein bisschen mit Werbung hier in eigener Sache abschließen. So, das holen wir mal raus. Schwupps. So kommt das immer an. Ich habe mir nur mal erlaubt, die Anleitung herauszunehmen und natürlich das vorne einmal aufzuschneiden, damit wir da schneller und besser herankommen. So. Schwupps. Einmal raus. So, und dann habe ich das ja vorhin schon ganz doll gelobt und gesagt, und oh, hier hat richtig heißer Scheiß und so. Und jetzt gucken wir uns auch mal an, warum. Ich meine, ich habe ja den Bausatz, die P47 schon das ein und andere Mal hier vorgestellt, aber hier die Details, die ganzen Nieten, die abgesetzten. Es ist schade, dass ihr nicht dasselbe fühlen könnt wie ich hier. Also wirklich gefühlsecht, möchte ich mal sagen. Nein, und wir sind hier nicht bei einer Werbung für Produkte aus Naturkautschuk, sondern wir sind hier im Modellbau und ihr habt das ja gesehen. Also die Bauteile, die Detaillierung, die Gravuren, das ist wirklich, ja, ein wohliger Seufzer, um mal beim Thema zu bleiben, der entfleucht mir doch da tatsächlich, weil das ist einfach richtig cool. So, geht auch weiter, das Feuerwerk an den Details. Auch hier, ne, wenn ich mich so zurückerinnere, die Halterung für die Reifen, die Ständer, da hat man früher teilweise viel Geld ausgegeben, um die Bronx Select zum Beispiel von Edor zu kaufen und so. Und das ist hier einfach mit dabei, ist gar nicht nötig. Vielleicht nochmal eine Lackierschablone, die jetzt nicht mit beiliegt oder so. Aber wir gucken gleich mal, was wir noch an Bauteilen haben. Auch hier die Gravuren. Rosie the Riveter, wenn man da sich das anguckt, braucht ihr hier gar nicht. Es ist wirklich schon alles da. Und da kann auch ja, Modellbauer wirklich glücklich werden, der nicht so ein glückliches Händchen hat, das da alles nachzuzeichnen oder so, sondern das ist wirklich Modellbau für jedermann und noch relativ erschwinglich. Die Bausätze sind nicht so super teuer und wie gesagt, der Gegenwert, den man hier so bekommt, guckt euch mal die Reifen an, mit dem Profil, mit den verschiedenen, die ganzen Details, die dabei sind. Also es ist wirklich richtig toll. Kann man natürlich dann auch verstehen, dass sich der Hersteller dann da auch bemüht, möglichst viel ja, wieder zurückzubekommen von diesem Formbau, der echt sehr teuer ist. Das ist eigentlich das Allerteuerste. So, und wenn wir dann hier so Sachen haben, die in einer offenen Form gespritzt worden sind mit den Maschinengewehren, dass das alles da offen ist. Tippitoppi Sache, also da gibt es wirklich dann, denke ich mal, nichts zu groß zu mäkeln oder zu meckern. Ein weiterer Pluspunkt, das wurde früher auch ganz gerne vergessen, hier haben wir nochmal andere Waffen, das sind nämlich die Ober- und die Unterseite, die gucken wir uns nämlich mal an. So, und die sind jeweils, wie man hier schön sehen kann, mit Details versehen. Und das heißt, dass wir nicht nur von einer Seite diese schönen Gravuren sehen und die schönen Details, sondern hier, das wird dann da angeklebt, sondern auch von unten. Ich denke mal, ja, das kriegt die Kamera hier schon rein. Also richtig cool gemacht, das Ganze. Also das ja, gefällt mir schon richtig gut, ne, mit den ganzen Leitungen und so. Das musste früher oder noch vor einiger Zeit alles dann aufwendig ergänzt werden, wenn man es dann halt ganz genau haben wollte. So, und wenn man das dann hier mit dabei hat, ja, schon eine schöne Sache. So, der Motor wird aber allerdings, und das ist natürlich die andere Seite der Medaille, damit erkauft, dass man hier so eine super Details hat. Das Kunststoff muss da ja eingespritzt werden. So, und damit man dann auf dem eigentlichen Bauteil, das wäre der Tod, wenn jetzt hier irgendwelche Sachen wären, dafür haben wir hier diese kleinen Markerchen, damit da keine Auswerfermarken oder sonstige Sachen sind. Gut, kann ich jetzt mit leben, muss man halt ein bisschen mehr rundherum abkneifen, aber die Details am Ende des Tages, das ist wirklich schon richtig Plastikpornomäßig. So, genau, das wäre erstmal ein neuer Spitzname. Ich bin Graf Plastikporno.
Professor Pingelig. Für die, die es nicht gehört haben, seht ihr, so ist das. Kaum erhebt man sich in den Grafenstand, kaum setzt man sich ab von anderen, ist adelig, dann kommt schon der Pöbel und meckert rum und man wird als Professor Pingelig bezeichnet. Ja, wer so eine Kollegen hat, der braucht auf der Arbeit keine Feinde. So, Spaß beiseite. Das Augenzwinkern hat er nämlich nicht gesehen. So, und hier sind die Bauteile für den Motor, wo die Open und die Closed HUD ist. Also das ist dann meine HUD, mit der ich dann komme. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Und auch hier wieder, ich drehe das Ganze mal um. Und das macht das ganz interessant. Hier haben wir die ganzen Auswerfermarken. Und dort sind die Bauteile einfach so. Ihr müsst da nichts mehr verschleifen. Ihr könnt das so nehmen, ihr klebt das an, ihr lässt das offen, lasst da die Finger von, wie auch immer. Und es ist einfach fix und fertig. Und das ist das, was ich so total toll finde. Und das kriegt nicht mal der Branchenprimus Tamiya hin. Und das muss man auch einfach so sagen, dass diese Bauteile, gerade wo wirklich ganz viele Details, Nietenstrukturen, was auch immer sind, dass das hier so frei ist. Das beherrschen nur einige wenige. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und da, ja, muss man auch das einfach mal so loben. Ja, die Luftschrauben hier, auch die Detaillierung, das macht Eduard, macht das auch schon richtig gut. Und wir haben dann noch so ein, zwei andere Hersteller. Ja, so. Erkauft man allerdings, und das ist, wie gesagt, die andere Kehrseite der Medaille, dadurch, dass man viele kleine Teile hat. Das ist natürlich auch super filigran. Da muss man schon ein ganz schöner Dr. Fummel sein, um das alles dann so hinzukriegen. Aber was ist das Leben ohne Herausforderung, sage ich dann immer so. Und denkt dran, ihr wachst mit euren Aufgaben. Das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, jetzt Teile, ich hasse sie. Sondern, dass man da einfach wirklich beigeht und sagt, so, Ärmel hochgekrempelt, Sekundenkleber bereitgelegt, hier kleinen Zahnstocher oder so, vielleicht noch ein bisschen Werkzeugzubehör, gibt es ja mittlerweile auch schon alles zu kaufen. Zweimal übrigens der Spritzling hier mit dem Zubehör, Beladung dabei, so, und dass man dann einfach dabei geht. Und ich habe es ja schon mal gesagt, solltet das nicht heute mit dem Bausatz klappen, stellt den erstmal beiseite, gegebenenfalls habt ihr noch einen zweiten in petto, und dann macht ihr erstmal was anderes und lasst das ein bisschen links liegen. Ich habe da auch so ein paar Kandidaten und dann bin ich dann, naja, nicht morgen, sondern das war tatsächlich ein Jahr später oder auch 2, dann dabei gegangen und dann hat das geklappt und dann habe ich mir gedacht, ha, und dafür habe ich mir so viel Gedanken gemacht. Deswegen nicht verzweifeln, vielleicht um Rat fragen, um das einfach mal liegen lassen, was auch immer, und dann klappt und wird das auch was. Ne? Und denkt dran, es soll Spaß machen, ihr sollt euch da nicht ärgern, das hat man vielleicht schon woanders zu Hause bei der Frau, keine Ahnung, auf der Arbeit, wo auch immer, und deswegen macht euch da eine schöne Zeit und legt die Sachen beiseite. Das ist ja das Schöne am Modellbau. Kunststoff ist absolut geduldig und dem ist das völlig egal, ob ihr das heute Morgen oder in 10 Jahren zusammenklebt, außer er liegt die ganze Zeit in der Sonne, dann ist er vielleicht ein bisschen nachtragend. So, dann habe ich tatsächlich einen Teil vergessen aufzuschneiden. Die klaren Klarsichtteile. Ja, ist mittlerweile auch schon so ein Running Gag. So, zack. So, und die kommen ganz glasklar daher, sieht richtig gut aus. Und ich denke mal, auch hier sollte soweit klar sein, welche Bauteile dann nicht bemalt werden sollten. Eine Maske ist leider nicht dabei, habe ich bis jetzt hier nicht entdecken können. Also das wäre vielleicht nochmal ein Zubehörteil. Das macht hier die Firma ICM so toll, dass die zwar keine Masken dabei legen, aber 1:1 Schablonen zum selber ausschneiden, beziehungsweise dann zum Abpauschen. Und das ist nämlich eine richtig tolle Sache. Dann würde ich diesem Bausatz nochmal, ja, eine Schablone würde ich dir nochmal schenken und dann habt ihr auch wirklich alles, was ihr braucht, denke ich mal. So, Kartograf ist der, guckt euch mal diese schönen prallen Dekels an. Also richtig, richtig toll. Hier die technischen Sachen, also wie gesagt, Nose Art, das ist schon eine schöne Sache und da gefallen mir tatsächlich die Alliierten doch nochmal eine Ecke besser als das von den Deutschen. Und Kartograf, also wirklich 1 mit Sternchen, da habe ich bis jetzt, also vom Druckfilm, von den einzelnen Dekels, man fühlt kaum was, es ist super flach, es ist eine hervorragende Druckerqualität und da sind die einfach ungeschlagen, was das angeht. Selbst ein anderer großer Branchenprimus, der mit E und Uart aufhört, kommt da tatsächlich nicht hinterher.
gut. Ach ja, die Anleitung. Ja, guck mal, wenn es mal... das ist ja schon wieder lustig. Sonst geht es nicht drauf und dann, wenn man das nicht braucht, dann... Wir sollten mal Anleitungs- bzw. Kartonrennen machen hier. Ja. Jetzt funktioniert es nicht natürlich, wo man es vorführen will. Gut, meine lieben Freunde, viel erzählt, viel geredet, schöne Sachen, die uns hier Mini-Art hat zukommen lassen. Kann ich jetzt absolut nichts Negatives sehen. Hier muss man ein bisschen die Fischhaut entfernen, aber das sollte jetzt ja wohl nicht das absolute große Problem sein. Hier an dem Bausatz, das ist 1A Sternchen mit Porno, superklasse. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Ich werde erstmal meine Stirn von der ganzen harten Arbeit hier abtrocknen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bleibt gesund, meine lieben Freunde. Euer Christian von MWK.